over the world, stories are passed down from World Wars I and II. Austrian people have particularly hard stories because their economy was decimated after World War I. What follows are a collection of one family's stories from their perspective as farmers during this time. Mehr oder weniger das österreichische Volk so dermaßen verarmt war. Nach dem Ersten Weltkrieg sind die Leute auch in Österreich von Hunger gestorben. Das ist auch so etwas, was eigentlich auch nie publiziert wird. This is Günther Unger's book and his mother Maria, who is now 77 but was only a young child around the time of the war. This is Brigitte, who is also Maria's child. The Unger's book family has lived in Austria for as long as anyone can remember, and living through the war was the toughest thing they've had to go through. The family have always been farmers, so during World War II they did not face starvation, but not everyone was as fortunate. Die Leute aus der Stadt, weil die hatten ja nichts in der Stadt, du bekommst ja keine Lebensmittel. Ja. Jetzt sind die in den Zügen, die waren gestopft voll und oben noch drauf sind die Leute gesessen, die sind alle aufs Land gefahren, zu den Bauern und haben mit den Sachen, die sie gehabt haben, mit irgendwelchen Zeugs halt, was man halt so zu Hause hat, das haben sie eingetauscht in Lebensmittel. Facing starvation, many Austrians supported Hitler's annexation of Austria in the hope of a better life. As the war intensified, those people were embarrassed when they learned the truth about the regime they supported. Österreich, es hat eigentlich keiner so richtig, dass man da Schuld gewesen, das war tabu in Österreich sowieso. Es ist noch gelehrt gekriegt, dass der Anschluss, dass die Österreicher die ersten waren, die mehr oder weniger eingenommen worden sind von den Nazis. The real question was, how much did the Austrian people know about the concentration camps during the war? Dass das in den letzten 2 Jahren von der Kriegszeit, glaube ich, schon gewusst hat. Und dann war es auch so, dass diese trotzdem umgeben waren von allen. Es war in den Kirchenaußenlager von Mauthausen. Die haben in den Fabriken gearbeitet, überall. Ja. Und auch diese Kriegsgefangenen. Dort sind sie alle hingebracht worden und da sind die Bauern hingekommen und haben die Leute, was sie gebraucht haben zum Arbeiten, haben sie dann mitgenommen. Und die haben die Ukrainer, die Mari, das ist unsere Ukrainerin gewesen, von unserem Stück. Das ist die Mari gewesen, die Mari haben sie gesagt. Die Mari, die bei uns war, die haben es wirklich gut behandelt und wie ein Kind behandelt. Nur beim Nachbarn oben, ihr Vater, der muss nicht recht gut behandelt worden sein. During the war, one of their family members was drafted to fight for the German army. He was then captured by the Soviet army and taken as a prisoner of war. Ich glaube, irgendwo in Ostpreußen dürfte, nachdem wo die Frontlinie zu dieser Zeit war. Und dann ist er eben in Murmansk am Hafen hat er arbeiten müssen und haben sie Zucker verladen. Und wenn es halt ein guter Aufseher gewesen ist, dann haben sie in einer Kappe einen Zucker gekriegt. Wenn es ein schlechterer gewesen ist, haben sie nichts gekriegt und dann haben sie meistens halt einen Sackel irgendwie abgeschmissen und dann geschwind ein paar Handvoll genommen. Er ist dann halt mit schwer kaputt heimgekommen. Er hat einen riesen Hungerbauch gehabt, er hat fast alle Zeit verloren und halt natürlich auch schwer traumatisiert. Dann haben die Zähne haben da so geschlappert. Many prisoners were released when the war ended, but many were also kept for years after the war. Following the end of the war, Austria was divided up to be controlled by the countries that won, and the family fell under Soviet control. Unfortunately, life under the Soviets was worse for them than it was under the Nazis. Maria and all the other prisoners were executed by the Soviets for what they called aiding the enemy, which devastated the family, who felt like she was one of their own. Austria was lucky to have the occupation of their country end after only 10 years, since other countries had it last much longer. The family has continued to be grateful that there have been no more wars in their country since then, and Maria Unger's book now lives alone in the family home on their farm.